willkommen zu meinem Kanal Anyone Can Cook oder auch Jeder kann kochen mit Christian und meinem kleinen Freund Micky. Und da es heute um das König der Löwen Festival geht, habe ich mir noch Gäste eingeladen. Begrüßt hier gemeinsam mit mir unsere Freunde Pumba und Timon. Diesen Sommer gab es in Disneyland Paris das erste Mal das König der Löwen und Dschungel Festival. Da haben wir uns was ganz Besonderes gegönnt. Das König der Löwen Premium Paket. Da waren wir unter anderem auch mit Micky und Rafiki im Hakuna Matata essen. Es gab dort einen sensationellen afrikanischen Teller und den kochen wir heute nach. Das König der Löwen und Dschungel Festival fand diesen Sommer das erste Mal im Disneyland Paris statt. Mit Timon und Pumba, Baloo, King Louie und vielen anderen Helden aus König der Löwen und dem Dschungelbuch. Man konnte den afrikanischen Trommeln im Djembe Joy Village lauschen und mit Timon den Matata Dance tanzen. On est des lions! Sortez les griffes! Faites les lions! Das Highlight war sicherlich das brandneue und eigens für das Disneyland Paris entwickelte König der Löwen Musical. Die Show trägt den Namen The Lion King, Rhythm of the Brightland. Tänzer, Soundkostüme, alles war perfekt aufeinander abgestimmt. Ach ja, und dann gab es auch noch die Dschungelbook Jive Show auf dem Platz direkt vorm Schloss. Bekannte und neue Songs im Mix, dazu jede Menge Disney-Figuren, Tänzer und eindrucksvolle Paradewagen. Hier wurde wirklich viel geboten, sodass du manchmal gar nicht wusstest, wo du hinschauen solltest. Und wie gerade schon erwähnt, haben wir uns was ganz Besonderes gegönnt, das König der Löwen Premium Paket. Da hatten wir reservierte Plätze bei der neuen Bühnenshow. Ansonsten hätte man 1,5 bis 2 Stunden warten müssen. Das gemeinsame Mittagessen mit Rafiki und Micky. Dann hatten wir noch ein Fotoshooting mit Minnie Maus im Entdecker-Outfit und eine Trommelsession. Die war wirklich mega aufregend. Die Aktivitäten musste man übrigens mit der App Lineberty reservieren. Falls du diese App noch nicht kennst, solltest du dich unbedingt damit beschäftigen. Denn mit Lineberty kann man auch Fototermine mit den Disney-Charakteren vereinbaren und spart sich dann die lange Wartezeit. Ach ja, und zum Premium-Paket gehörte übrigens dieser mega stylische Becher mit einem alkoholfreien Cocktail. Für den afrikanischen Teller brauchen wir folgende Zutaten. Für den afrikanischen Erdnusseintopf 500 Gramm geschnetzeltes, 2 Zwiebeln, 175 Gramm Erdnusscreme, 200 Gramm Dosentomaten, eine Chilischote, eine Zitrone, Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe, Kreuzkümmel und ein Bund Petersilie. Für den Gemüsesalat und die Gemüsepfanne 200 Gramm grüne Sojabohnen, eine rote Zwiebel,
2 Tomaten, 750 Gramm Süßkartoffeln, 200 Gramm Taro-Knolle, 2 Chilischoten, 50 Gramm ungesalzene Erdnüsse, Salz, Pfeffer, Piment und Koriander, eine Zitrone und Olivenöl. Und als Beilage gibt es dann noch einen Kokosreis. Dafür brauchen wir 400 Gramm Langkornreis, 200 Milliliter ungesüßte Kokosmilch, 600 Milliliter Wasser und Kokosflocken. Als weitere Beilage gibt es noch Kochbanane dazu. Und wie beim Kochen üblich, fangen wir zuerst mit den vorbereitenden Maßnahmen an. Als erstes schäle ich die Süßkartoffel. Als nächstes schälen wir unsere Taro-Knolle. Wenn du keine Taro-Knolle finden solltest, kannst du alternativ auch Maniok verwenden oder auch Mohrrüben. Wir schneiden zunächst unsere Süßkartoffel in gleichmäßig große Würfel. Es ist wichtig, dass die Würfel ungefähr gleich groß sind, damit sie auch eine gleiche Garzeit haben. So, und nachdem wir nun alles klein geschnitten haben, kochen wir unsere Süßkartoffel, die Taro-Knolle und die Edamame in Salzwasser. Statt der Edamame könnt ihr auch gerne grüne Bohnen verwenden, wenn ihr die Edamame nicht finden solltet. So, während das Ganze jetzt für ungefähr 10 Minuten kocht, schneiden wir schon mal unser restliches Gemüse. Wir schneiden unsere Tomate in gleichmäßige Würfel und unseren Chili in kleine Streifen. Zum Schluss schneiden wir noch unseren Knoblauch in Würfel. Bei der Edamame gibt es einen Trick. Die Bohnen lassen sich ganz leicht aus den Schoten herausdrücken. Die Edamame bekommt ihr übrigens in fast jedem Asiamarkt. Als nächstes bereiten wir unseren Gemüsesalat zu. Dafür brauchen wir den Saft von einer Zitrone. Und weiterhin brauchen wir auch noch angeröstete Erdnusskerne. Das machen wir wieder ohne Öl, weil die Nüsse genug Fett enthalten. So, nun können wir unseren Gemüsesalat herrichten. Dafür nehmen wir von allen vorbereiteten Zutaten schichtweise etwas in unser Glas. Man kann natürlich auch eine Schüssel nehmen. Hier stellen wir mehrere Schichten her. Als letztes kommen unsere gerösteten Erdnüsse dazu. Dann würzen wir das Ganze noch mit Salz und Pfeffer. Und etwas Piment. Und geben reichlich Zitronensaft dazu.
Und das Ganze lassen wir ungefähr eine Stunde im Kühlschrank ziehen. So, während unser Salat nun im Kühlschrank zieht, kümmern wir uns nun um den Erdnusstopf. Dafür braten wir etwas von den Zwiebeln und von dem Knoblauch an. Geben dann unser Geschnetzeltes dazu. Dann braten wir in einem anderen Topf mit etwas Olivenöl nochmal Zwiebeln, Knoblauch und Chili an. Geben wir unsere Erdnusscreme dazu, ungefähr 175 Gramm, 200 Milliliter von den Tomaten, und unsere Gemüsebrühe. Jetzt schmecken wir das Ganze mit Salz, Pfeffer und Koriander ab und geben auch noch etwas Zitronensaft dazu. Wow, das ist schon wirklich sehr lecker. Jetzt geben wir unser Geschnetzeltes dazu. Und lassen das Ganze für ungefähr 15 Minuten noch leicht köcheln. Très bon. Du Christian, wo du gerade Französisch sprichst, kommt nicht auch Bonbon von Französischen? Also Bon? Das ist richtig. Die Deutschen haben viele Wörter aus dem Französischen übernommen. Und es gibt auch Ping-Pong-Wörter. Zum Beispiel haben die Franzosen aus dem deutschen Wort Balken den Begriff Balkon gemacht. Und die Deutschen haben das dann wieder als Balkon übernommen. Bevor wir gleich unsere Gemüsepfanne zubereiten, setzen wir schon mal den Reis auf. Da ist es wichtig, dass man immer die doppelte Menge Flüssigkeit dazu gibt zu dem Reis. Also wir haben 400 Gramm Reis und geben dann 800 Milliliter Flüssigkeit dazu. Dann nehmen wir ungefähr 200 Milliliter Kokosmilch und dann noch 600 Milliliter Wasser. Das Ganze schmecken wir mit Salz ab und geben noch einige von unseren Kokosflocken dazu. Dann lassen wir das Ganze aufkochen und wenn es kocht, decken wir es mit dem Deckel ab, reduzieren die Hitze, 1 reicht, und dann muss das Ganze ungefähr 20 Minuten ziehen. Dabei ist es wichtig, dass der Deckel nicht mehr abgenommen wird, und währenddessen bereiten wir nun unseren Gemüsetopf zu. Dafür braten wir Zwiebeln, Knoblauch und Chili in einer Pfanne an. Dann geben wir die Süßkartoffeln, und unsere Taro-Knolle dazu. Braten das Ganze kross an. Jetzt schmecken wir unsere Gemüsepfanne mit etwas Pfeffer, Salz und Koriander ab.
Geben dann unsere Edamame noch dazu. Und damit ist unsere Gemüsepfanne dann fertig. Und für unsere Deko braten wir noch ein paar von unseren Kokosflocken an. Die Kokosflocken tun wir zur Seite und dann braten wir unsere Kochbananen an. Kochbananen sind für mich ein absolutes Highlight. Dafür nehmen wir reichlich Olivenöl in die Pfanne. Und schneiden unsere Kochbanane in kleine Stückchen. Wenn richtig reife Kochbananen vorhanden sind, dann kauft lieber die. Lasst euch nicht von der schwarzen Schale abschrecken. Geschmacklich ist es ein Highlight, wenn die Bananen richtig reif und süß sind und dann angebraten werden. Nun braten wir unsere Kochbanane scharf an. Mensch, Christian, fast hätten wir den Reisetipp vergessen. Ach stimmt ja, genau. Dieses Mal habe ich einen Zwischenstopp im Elsass gemacht. Ich war in Ribeauvillé und Riquewihr. Ribeauvillé heißt auf Deutsch Rappoltsweiler und Riquewihr Reichenweiher. In der Altstadt von Ribeauvillé gibt es zahlreiche Häuser aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Besonders schön ist die Pfarrkirche und der Metzgerturm aus dem 13. Jahrhundert. Riquewihr wurde aufgrund seines unversehrt erhaltenen Stadtbildes aus dem 16. Jahrhundert als eines der plus beaux villages de France, eines der schönsten Dörfer Frankreichs, klassifiziert. Der fachwerkverzierte obere Torturm Dolder ist ein Wahrzeichen der Stadt. Es ist ein Diebesturm nordwestlich an der Stadtbefestigung. In Ribeauvillé haben wir einen schönen kleinen Käseladen entdeckt. Dort haben wir tollen französischen Käse gekauft, haben uns noch ein Baguette besorgt und haben dann in den Weinbergen ein Picknick gemacht. Das wäre vielleicht auch was für dich. Für unsere Deko schneiden wir jetzt noch unsere Petersilie. So, nachdem ich hier nun klar Schiff gemacht habe, kann ich das Essen auch anrichten. Dafür nehme ich erst den Reis, fülle ihn in eine kleine Schüssel. Ich möchte ihn gerne stürzen auf den Teller. Das macht sich optisch ganz gut. Die Schüssel schön voll machen und auch verdichten, damit es gleich ein gutes Türmchen auf unserem Teller gibt. Den Reis stürzen wir nun auf unserem Teller. Sehr schön geworden. Dekorieren das Ganze mit unseren Kokosflocken. Die Bananen, die sind schön karamellisiert, schön süß. Geben wir in ein kleines Bambusschiffchen. Stellen diese dazu und geben dann etwas von unserem Erdnusstopf dazu. Und von unserem Gemüsetopf. Dann gibt es dazu noch unseren Gemüsesalat. Der ist im Kühlschrank etwas durchgezogen. Den gibt es dann auch in einem Bambusschälchen dazu. Dann dekorieren wir unseren Erdnusstopf noch mit etwas Petersilie und geben ein paar von den gerösteten Erdnüssen als Deko dazu. So,
Mittlerweile ist es dunkel geworden, das Essen ist fertig, die Gäste können kommen. Voilà, bon Appetit. Das war es wieder einmal. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wünsche dir viel Freude beim Nachkochen. Und nicht vergessen, wenn es dir gefallen hat, gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke. Es verabschieden sich Christian und seine Freunde Mickey, Timon und Pumba. Hakuna Matata. This is your invitation to dream.